You want to come and preach? Okay, good morning to each one. Mag God zijn vrede met ons zijn. En ook zijn approval. Als God zijn approval in die leven. Dat wat toen nog je was zijn als we deze laatste week geleefd hebben. En je wil voelen ons verpleegd, we voelen ons schuldig. En gewoon met te doen hebben met feelings. Waar veel meer als dat ook. En denk waar we moeten met ons besonders zijn en zeggen, ik kan niet in Gottes vaart geleefd. So, dat is een grote onderscheid als we hier vandaag zijn. In dem zin dat we dat klaar hebben, dat God op mij checken deed. En even de vrouw, gelooft je dat God die maken deed? Dat is alleen met een vrouw. Dan het tweede ding is, wat check God aan mij aan? So wenn je beter is dat we kunnen een zoon zijn, taub zijn, niet bloos ons wensen, maar dat we dat kunnen klar hebben, nu Gottes woord, zoals ik geleefd heb, dan twijfel ik vandaag niet als God zijn approval op mijn leven is. So dat is mijn gebed voor ons. En ja, vandaag is Father's Day. So dat is een dag wat, ik geloof, de ganze wereld anerkennung geeft dat een Father's Day is. We hebben verschillende delen in dat jaar wat de anerkennung geven. En zo wanneer we vandaag aan Father's Day denken, dan, ik wens dat kunnen een gezegende dag zijn. Ik geloof dat als goed van we zo'n studio gaan, waar we nog wel besonders aan welke dingen denken doen. Vielleicht ook alle daarvan reden doen. En vielleicht sogar versuchen, onze Eltern te ehren met verschillende dingen. Goed, we weer gaan waar we onze bulletin nog bechecken, wat we voor announcements hebben voor deze week. En dan gaan we even naar onze boodschap. So we hebben voor vandaag, okay, de offerings zijn nu niet bij, wat het gewas is voor laatste week er staat, maar ik dacht vandaag als offering weer vermischen van, dat wou ik niet meer zo klar zeggen. Ik dacht dat het gekrijgt wordt weer. Dat zag ik niet, ja, nu woont het krijgt het. Maar immer gaan de kosten als je op jeder en weer een aanleiding deed. En waar we nächstes nog met corrections aan dat doen. So we zijn onze bulletin erst een klein beetje anders. En vielleicht wollen we dat wieder so steht doen, bloß den Dingen ein bisschen eindelen. Want das, einmal falls ich so war, ein bisschen confused. Wir uns nu für Gracie und wir uns für Bo Island, so wir sein bloß wel nog verzieken met klaar te maken. So voor Gracie Lake, de announcements wat besonders voor Gracie Lake zijn, dat zijn we de unja, zeg nummer 1, zeg, ministerial meeting on Tuesday at 7:30 p.m. So, ons dan als ik sowieso een doel zaten en van some dingen moet bechecken bet. En je dacht, wat we weer plannen willen met some dingen hier in de kerk. En so, dat is best voor Gracie Lake, wat we dit moet gaan. Dan de tweede is instruction class with all baptized youth on Wednesday at 7:30. So dat is voor al die jongen wat in onrecht komen doen, die komen de wees ook. En daarna die wat er getauft zijn. Had we een medweg al den weg, en dat we niet waar moeten spreken. Merk met dit komt, want je van Gracie Lake zijn. En een van de duinen die dat doen aanleiden. En dan in de maand zijn we voor both districts. Dat eerste punt nummer 1 waar we ons zo voet morgen, doen we een beetje een typo area worden. So hier sagt der Ladies Sewing Circle on Wednesday at 10:30. Aber wenn es dort morgen, das ist nicht mehr weg, das ist Dingsdag klok 10, right? Okay. So Dingsdag klok 10. Und dann wollen sie das vielleicht sagen, als es mehr weg geht, dann hast du das nicht, ja. Okay, das wollen sie dann bekannt machen, das will einmal in Gruppe miteinander doen, gefragt worden, als mehr weg auch gut sein. Aber wenn es morgen, das ist nicht für mehr weg, das ist für Dingsdag klok 10 zum Mars. Das sind alle früh eingeloggt. Nummer 2, das ist ein Baby Shower für Josh en Oetje en Jonathan en Ali. Dat is donderdag hoofddraai nummerig in Bo Island. Derde punt. Vrijdag zoveel is Gunsten, half 8 en potluck snack. Vierdens. Blessings to George and Tina Loan on the birth of their daughter, Abigail, born June 15th. Wessen van ons worden deze vielleicht nog niet gaan. George en Tina Loan, dat zijn een lied wat die wonen in Picture Butte. En zij hebben 5 kinderen, dat is 6.
So sie sind von, sie haben hier mal dort gewohnt und dann über den trocken sie in Mexiko, kriegen noch Cameo, wo wir dann wären, du lied wie ein Chan. Und nun sind sie aber hier. So sie haben ein Baby von den 15. Juni, eine kleine Jahr. Everything is good there. Ich rede mit ihm, so sie sind mutig. Was ich komme hier auch zu Kirche, waren, der ich all gemerkt habe, war nicht dabei bald. 5. Punkt. Youth Girls Prayer Sister Night, Monday, June 29th, 7:30 p.m. Und redet du wieder von, was ihr sollen bringen und wo die Location ist, dort was nächstes Jahr noch bekannt gemacht worden. Saßens, du hast auch in, so fünftens als für die Youth Girls und saßens als für die Sastren, wo du auch ein Prayer Sister Evening morgen haben. Dort soll in 30. Juni geplant und du auch war da sind some Bedingungen dabei, ich habe dann selbst lesen. Und das letzte Nummer 7 sagt Lena Newfield Bridal Shower on July 3rd at 7 p.m. at Bow Island Church. So, das ist eine Sache von Bow Island und sie wollen sich bald befreien, aber das ist ein Bridal Shower für dann geplant. Es sind noch eins mehr Dinge, was wir vielen bekannt merken, eine Bemerkung, was wir hier nicht haben genotizt. Noch einige, was wir wollen morgen bloß, wir hatten letzte Bruderschaft, die wird hier gewasst worden sein, die werden mit bekannt sein mit dort, aber und jedoch an der Tabor Building, dann reden wir ein bisschen von, wo uns das sagt und wo wir dort, was wir ein bisschen schreiben deuten, so du hängst ab der Kurs, du hast einen Brief, und irgendwann wäre nichts so half, und die würden so gleich, was du ein bisschen schreiben dat, was alles ein bisschen passiert ist, und auch was die Conclusion ist. So du gehen laatst früh wie uns dort, als wir wurden in den Städten, dass wir nicht würden wieder merken mit dort, welche Verhältnisse was du wären, das explained du alle. Und hier war dann in der Stadt, die meiste davon, und dann liet wir nur bei allen, sie haben Monat Bruderschaft gehabt, und du sind auch in der Stadt worden, so wie es dort nicht ist, wir gehen nicht wieder mit dort Projekt, was wir angefangen haben in Tabor. So jene Pledges, was die getan haben, die erste Pledge, die zweite, die sind nicht void. Die fordern wir nicht, aber das nicht, wollen wir nicht mal eine Frau. Wir wollen unsere Gedanken und unser Gebet aber wieder nur was nicht eng haben, dass du likely wird in District über dem geben. Und so ist das Brief sagt, vielleicht werden wir mal lernen, von 6 Monaten bis 12 Monaten sein, dass wir mal lernen, wenn der abgeht. Aber jeder ist welcome, ein von den den Zadel mitnehmen, so ich sage, dass es ein Schreiben wird mit Taubfuten dat. Und wenn die Ernst Frauen haben, kann ich wirklich ein von den deiner Frauen, aber dort, wo dort stehen, mit dort. Ist das klar und verständlich? Ich habe Ernst noch eine Frau über dort. Eins wird erst dort wirklich Frau. Okay, wenn ich wieder, dann werden wir wieder merken mit des Gottesdienst. Und so, und jedoch, dass von der Father's Day ist, dann habe ich vielleicht hier eine Botschaft, was ich mit dort zu tun habe. Und aber, ich hoffe, diese Botschaft kann den, weil ich rauskomme, dass wir uns nicht wollen, so fallen, was ich alles mache. Aber ich würde simply sagen, der Titel von this message würde ich sagen, what we as men can be, or what we as fathers can be. Und manchmal, wenn wir von Fathers reden, ich will vielleicht von Vaters reden, aber da meine ich, uns Mons, Manach, mit dem, was ich kann sagen, der wird wie sein, wir haben auch Jugendjungs, was hier von der in der Mad sind, und so, wenn wir uns damit anteilen, wenn wir das bekicken dann der Timer. Und mich schien sich dort so, dass es nicht, dass einer von das reden, der weiß, hey, einer, wo all besser ist, oder gerater ist, oder mehr ist als der Nächste. Ich glaube, wenn wir uns würden fragen, wer fällt sich alle vollkommen aus dem Futter, besonders der, wo die Kinder haben, wir würden like alle sagen, we failed miserably at times, nicht? Sind vielleicht unverstellt gewesen, undankbar gewesen, haben vielleicht gegrünzt, haben vielleicht sogar in einer rechten Anstellung Dinge gesagt, eine haben sie nicht Kinder, oder haben sie nicht früh, und vielleicht sind auch so eine Dinge passiert, wo ich verstellt sein gewesen bei der Arbeit, und ich komme nach Haus, und so ist dann einmal gesagt, was nicht kriegt die Familie dort nach Schlag.
weiß, was bei der Arbeit passieren wird. So sind Dinge, wo wir gleich alle können sein. So diese Botschaft will ich dazu bringen, uns bloß mal zu sprechen, dass wir leben von der in der Welt, und falls ich so dollar aus jemals, dass es fehlt und dass du Männer sind, die du abstehen für das Rechte und für die Wahrheit. Und ich glaube, in dieser letzten Zeit, wir haben Gelegenheit gehabt, ich würde in Englisch würde ich sagen, we as men have had the opportunity to prove ourselves or to test ourselves whether we are men of God that are standing up. Ich weiß, dass dann verschiedene Messages worden rumgeschickt durch die COVID-19 und gesagt wird, nu werden wir mal die Kirchen aufmerken, nu werden wir mal abstehen, nu werden wir das und das. Das ist nicht, wo ich zu sagen von reden da. Ich glaube, wir haben Gelegenheiten gehabt, und bloß zu sagen, okay, der Gottesdienst, das erlauben sie uns nicht, nur dass wir kein Taub kommen, aber sie haben uns niemals oft gesagt, dass wir nicht können, die Bibel lesen. Sie haben uns niemals oft gesagt, dass wir nicht singen sollen. Niemals oft gesagt, dass wir nicht beten können. Dort können wir so viel, so vollständig und so wertvoll merken, als wir das Zustand als Familie können. Und du sagst auch vielleicht ab verschiedenen Levels einer in der nächsten. Der nächste, der fällt sich so, für den sind nicht eine große Sache, der nächsten, aber naja, was tue ich das? So, ich glaube, wir haben eine Gelegenheit gehabt und wir haben uns von der nicht damit bloß meten, hat nicht gut getan in dieser Zeit oder nicht. Aber was ich sage, das glaube ich, soll doch mal einmal ein Test sein für uns. Und wenn wir von der reden dann von Fathers in der Bibel, wenn wir würden ein Beispiel checken, weint uns von der bloß mal, wird Frauen, wer ist ein gutes Bild? Wenn du mal an denken, das in der Bibel, wer ist ein gutes Bild von einer Father Picture, or Father Figure? Was kann man nicht meinen, wenn ich denken, dass von diesem Mensch haben wir viel lernen aus dem Vater in der Bibel? Wer will mal sein? Ein Nun. Irgendwer. Samuel? Okay. Solomon, meinst du? Solomon? Okay. Ja, Solomon wird ein Mann, der Gott Frauen died in the early part of his life und er früh noch Weisheit. Und wenn wir besonders schon denken dann an einen Führer zu seine Kinder oder den, was habe ich Beispiele in der Bibel, wo wir an denken. Abraham. Okay. So von Abraham an den denken wir. Denken wir noch an jemand? Wer hat noch eine Person? Hiob. Klar, wenn Hiob haben sein, was ein Führer er wird. Das sagt nicht in Deutsch, aber das erste Kapitel sagt uns, wo er für seine Familie beten dort. Und nannt auch ab, für Rick er ist. So Hiob, noch jemand. Wir haben nicht sehr viel. Das ist der Punkt, was hier mit zurückkommt. Aus dem Führer. Okay, so wenn ich nun der Papa bin und ich denke an meine Familie abtragen, wir haben ewig genug Schriftstellen in der Bibel, wo wir reden dann, wo uns Mutter sprechen, dann wo wir als Männer sollen sein. Wo wir sollen nur Herrlichkeit streben, wo wir sollen nur Gerechtigkeit. Und wenn wir wem was geben dann, oder wenn wir einen Deal dann, wo wir dort sollen dann. So wir haben in Mutstock, laut mich so, wir haben sehr viel, was wir uns in der Bibel können annehmen. Aber ich rufe an gedacht an ein Bild von einem Führer, wer weiß umgehen mit seinen Kindern und dort anstatt viel geben hat. Wir haben Paulus seine Brei, wo er lernt hat, dass wir es Väter sollen sein. Aber wir können sagen, die Bibel ist nicht voll perfect fathers. Und dort ist vielleicht, weißt du, das sind Beispiele, das sind Geschichten von real men. Nicht bloß eine Geschichte abgemerkt, nur wir lesen von der Shortcomings, von der Dinge, where they have failed. Und so ich sehe, aber die Bibel spricht ans Motto, wo wir sollen nach Herrlichkeit streben. Und ein Ding, was die Bibel immer war sagen hat, und ich glaube hier nicht eben in der Einleitung von der Mars, dass die Bibel die auf viel Weg hat, dass wir als Männer wollen da sein, was die Weisheit wieder drehen dann nur die nächste Generation. Das redet alle zu uns als Männer, du von aus nur früh.
So wir haben eine große Gelegenheit, einen Impact zu merken, in Weisheit, in Gottesfurcht, dass wir dort wollen wieder drehen, nur unsere Kinder, nur unsere Großkinder. So eben, wenn wir von der Reden dann von Fuhrers, wo von der Kreis nach Kinder tüßen, ich wünschte, wir können sie alle eine Lehre von nehmen, besonders wenn ich denken, hier sind neue Männer, würden sein, die Kinder sind noch von Tüßchen, aber ich glaube nicht, wir würden matchen, die Arbeit, die hier weiß nicht ab. Je doet some dingen wat eine seine Kinder hat, die hier in was ab, aber dort wir als Männer abstehen für das Gerechte. Und dort wir als Männer vorholen in Dinge. Du kannst noch viel von lernen. The question is not what kind of a father did you have, but what kind of a father and friend will you be? This isn't a call to perfection. It is a reminder of the future impact you can have. So, das ist, was wir uns von der Wahl mit beschäftigen. Und wir wollen nur Samson sein Leben checken. Das ist ein Mann sein Leben, was wir von der Wahl durchchecken. Nicht, als ein Mann wäre ein Führer wäre, weshalb wir nicht ein Führer. Aber wir wollen checken, wer wir als ein Mann. Was für Entscheidungen merken dort. Und, wenn wir denken, dass wir als Männer dort wieder drehen, dann denke ich an Psalms 127. Du redest von, dass Kinder sind der Guf Gottes und dass die sind so als they are as an arrow. Was wir sharpening down und ein Arrow ist gemerkt für Abschreiten. Ein Arrow ist gemerkt für War in the Old Testament times und aber ein Arrow, der ist gemerkt wieder. Und das wird die Bibel dort annehmen, unsere Kinder, das sind so Arrows. Und dort Bild, glaube ich, du bist wel geben, die gehen wieder, als was du warst. Die gehen wieder, als was ich war. Normal, dann starb der Vater, dann starb der Papa, die Kinder leben noch wieder. Meistens. Und das ist auch interessant in Harchen, wenn wir denken dann an den Vater. Und wir fragen uns vielleicht nu also, na, wer sind eigentlich was aus dem Vater? Und wenn wir mal irgendwie fragen, von was er gleich hat, wenn wir sagen, eine Person, wer nicht einen Vater wirklich gehört hat, vielleicht sind sie ein Vater tätig gestorben in den Jungen sein Leben, in dem Jahr erleben, aber wenn wir nicht das Bild würden nehmen von einem Jungen, was er nicht einen Vater gehört hat, either der ist gestorben, oder der Vater ist bloß nicht tüß gewesen, als nicht du gewesen. Was sind some von den Dingen, was so ein Jung sich nur lehnt hat, von somebody else, wo er sich eine Bang hat. Wenn irgendwer den Jungen wird unter Schutz nehmen hat, und ein anderer Vater, der nimmt sich Zeit für den Jungen. Der lehrt den Dingen, der verteilt den Dingen, der nimmt den Matten statt wieder. Das wird die Testimony sein von Menschen. Das sind nicht ein Testimony, was zu sagen, meine Papa will nicht du für mich, und Jana der wird. Jan starker Mann. Oh, du hast mal so sein, denn seine Muscles. Aber Jan Mann, I mean, der hat bloß Geld. Der gibt mir Geld, und ich kann mir das schreiben, ich kann mir das schreiben. Das ist nicht das Testimony, was wir hören. Das Testimony, was wir hören, ist, dass du wieder Mann, und der nimmt sich Zeit für mich. Der horcht, der gibt mir Ruhe, der kommt noch mal hin. Das sind die Dinge. Wir können sagen, simple things. Aber das wird unsere Kinder von uns von der Welt. Ich bin noch so klar, wenn wir die John Glick Family kennenlernen, und einen Tag dann habe ich durch eine Botschaft, wenn wir noch eine Hall-Meeting da in der andere Gebiet. Und dann hat er eine Botschaft an uns Futers Mutter sprechen, und dann hat er das Wort, und das ging hier ever. Das wird das Wort Time. T-I-M-E. Für jeder Later hat er irgendwas zu hängen an, und nice saying. Aber die Botschaft wird von Zeit nehmen. Und dort, wenn wir von der nur die Testimonies hören, von jemand, der nicht einen Vater gehört hat. Na, was würde er sich gewünscht haben? Würde er sich gewünscht haben, ich wünsche, ich einen reichen Papa gehört? Ich wünsche, ich einen starken Papa gehört, so Samson? No, ich glaube, das Verlangen würde sein, der Desire würde sein, dort ein Papa, was er würde Zeit nehmen. That would take time. Und so das habe ich. Und wir haben alle Glicken viel Zeit, so wie das der Tag Stunden haben. Aber das hat viel mehr zu tun, weil ich die Zeit ändern da.
En så ik wil ons van de motor spreken. De tijd, wat we gaan. En waar we wel, ik red hier niet van, wees ik dat recht nou. No, maar we moeten ervan reden, dat we wel dat doen, en we doen dat ook. We doen dat ook. Dat is wat het van jou zal ons to awakening en aansporen. We do need to pray that God would awaken the hearts of men. Your role in the family is paramount in this age. So paramount, dat is de spets, dat is important. So onze rol, dat is wichtig. En een saying wat ik lezen dat staat, when the cross has conquered the heartbeat connects to the Father's rhythm. So when the cross has conquered my heart, then the heartbeat connects to the Father's rhythm. En so wann Jesus zijn Opfer, wann dort ons is wat aanpakken, ons hart is wat conquering, en wie niet zelfs wel ons zelf zijn, dan is het zich dan wat ons te doen, man, ik wens je kan dat doen wat God zijn heartbeat, wat aan wordt gefällig zijn. En dan dacht ik aan een leid, wat we leren in SMBI Bible School in Pennsylvania in 2007, wings we weer. Dat leid hebben we veelmaal gezongen. We waren er voor 6 weken, en jedes Mars hadden we maar een aandachttijd voor 45 minuten. Veelmaal wordt dat leid gezongen. En dat is een leid dat naam zich the heartbeat of God. En of course, dat moet we nemen, okay, wat is God zijn heartbeat? Wat merkt aanpompen? Wat gleich God? De schrijver zegt daar, sometimes I feel discouraged, and I cannot understand the way the Father leads me, the way that he has planned. But you know best, O Lord, so draw me close to thee, that I may feel thy heartbeat bringing life to me. So die dingen wat God gefällig zijn, dat wil ik zeggen, that's the heartbeat of God. Wanneer we God gehoorzaam zijn, wanneer we die dingen, wanneer we zijn woord lezen en we nemen dit, en dit is wat we van der uitleven doen. God gefällt dat. Am eert dat. That's the heartbeat of God. So die vrouw is, neem ik mijn tijd en God zijn woord lezen. We hebben van der al ons phone, wo we kan wat benharchen. We hebben onze CD-players. We hebben zoveel dingen wat ons kan vertalen en kan de Bibel te ons lezen en kan ons goede dingen zijn, boodschappen staat wieder. Maar mijn vrouw is alleen dat ik neem Gottes woord en ik lees de zelfspan. Dat is God gefällig. God wordt zo jaren dat ik als een voeder ga naar zijn woord en ik neem dat en ik lees dat en ik laat dem Heiligen Geest te mij reden. Ik weet een stukje terug met somebody topen en deze persoon wil in ons leven ontvangen. Hoor ook. Weet niet wat ik doe maken deed. Es deze persoon die verhaalt zich met boodschappen. Maar ik weet weinig van dat hij zelfs de Bibel lezen deed. En ik dacht zo, wat te veel net is, niet dat u hier en daar van jane persoon, wat van de overtuiging die heeft, en jane, dat is geslacht. Maar wat is mijn overtuiging van wat ik lezen doe van God zijn woord en wat de Jezus mij opdaten deed? Niet dat ik mijn enige duid aan had, dat is niet wat ik meinte zijn. Maar vaders, dat veelt van deel dat we, ik geloof God zijn heartbeat is, wanneer we hier lezen doen. God zijn heartbeat is, wanneer ik mijn vlees krietschen doe en ik go in bed. Ik had het like al gezegd recently, maar mij is het allemaal waar wichtig, dat we kan van deel. Ik kon vorne am wagen, ik kon beden. Ik kon in mijn tractor zijn en ik kon beden. God checkte wat schlecht aan, dat am dat niet ehren deed. Maar ik geloof, dat we waren meer bescheiden, im Durchschnitt meine ich, we waren meer bescheiden, wanneer we in ons ene Kämmerlein gaan en beden. Wat is ons ene Kämmerlein? Ons ene Kämmerlein, dat is de tijd waar we ons vlees krietschen nemen. Ik neem mijn tijd en ik ga en ik bid. Ik doe het niet bloos, en je wees, oké, nu wil ik dit hier nog maand vlagen. Dat is geloof ik waarom in Matthäus kapitel 5 en 6, Jezus aan zijn moeder spreken, ga in die ene Kämmerlein.
Dat heeft meer te zijn als plus in our fast-paced world, en dat ik de wil mankleichen do. So the heartbeat of God, verse 2 here. Sometimes I live for self, and God seems far away. But I'm the one who slips, and I'm the one who strays. Oh, Father, please forgive each failure as I pray, and let me feel your presence every passing day. The heartbeat of God means life and love to me. I don't want to doubt and trouble misery. So draw me closer, Father, up above, that I may always feel your heartbeat of love. That we were so new on God's hand that we would feel his heartbeat. So when the cross has conquered the heartbeat connects to the Father's rhythm. Goed, ik zie het, we willen in Samson, kan ik beter zijn, dem zijn leven bekijken. Wenn je in de Bibel haben, kann weil ich mitdrehen, wir wollen nicht so viel Kapitels lesen, aber in Richter, Kapitel 13 bis 16, dort wo Samson sein Leben beschrieben ist. In Judges chapter 13 to 16. En ik glaube, wenn wir an Samson sein Leben denken, dann wir können wissen von sein Leben, dass er sehr stark wird. Und wir können vielleicht auch das Port, wo sie an die Haare abschneiden deuten. Und so wir können ein bisschen von Samson vielleicht so starten wird. Aber bloß, wenn wir auch ein klein bisschen 3 Pfoten sein, wer wird Samson? Was wird er für ein Mann? Was für ein Zeit wird er? Sie, Samson wird eine Person, die ein Richter wird. Und ich merke, in Englisch sagt er auch, he was a judge. Aber das ist eine Zeit in Israels life, das Volk Israel, wo, wenn ich in das Land Kanaan wir nachgekommen, dann sieht Gott zu End, dass sie sollen das Land annehmen, dort meint, dass sie sollen ihre Feind, die Menschen, die dabei werden, sie sollen die conquering. Sie sollen die nicht besluten leben. Hier hat sich vielleicht schlagen, hier hat sich nicht mäßig nur biblisch, dass sie die bloß sollen anbringen. Aber Gott said, conquer the land of Canaan. Und wenn ich sehe, von Anfang an scheint, sie deuten die auch. Erst steht, was sie annehmen wie die große City Jericho. So eine dicke Wand hat, wo Pieren mit Pieren bauen können, Rittern boven, und die können sich am sich begegnen, noch so dick wie die Wand, dass das erste steht, was sie annehmen deuten. So steht Israel, die jenken an in das Land, und sie nehmen ihre Feind an. Nehmen das Land weg von euch. Nicht bloß, wie es helfisch werden, aber wie es Gott gesagt hat, oder so. Aber durch die Zeit, da wären Tiden, wo sie ein Agreement mit den Enemies können sein. Sie sagen, okay, wir wollen hier leben. Aber diese Stadt wollen wir nicht vertilgen oder vernichten. Und so dort leiden und Dinge, wo das Volk Israel über dem, sie kommen auf von Gott. Und dann über dem, dass Gott Judges durchstellen, wo die wurden dort Land, besonders in Weststädten, wurden sie regieren, und sie wurden das Volk Israel halten, wo wir zu leben, in sich zu leben. Dort, wo Samson seine Geschichte einmal nachkam, du sind auch mehrere Judges gewesen, und sind ein paar Stück von der Familie, aber du sind von 10 bis 12 Stück gewesen. Die wird wieder kennen, dort steht, von Gideon seine Geschichte kennen. Wo du die Draschen und das Volk, die Philister, die kamen immer zu der Arntiet und nahmen alles weg. Nu wieder du verstehen, das ist Gideon seine Geschichte. Noch viel mehr dazu. Und Samson sind, er soll meist gehen lassen von der Richter, wo du sind, nur anfangen, das Boot mit den Kings an. So Samson ist hier. Ein Kind wird eine besondere Zeit wird geboren. Und Gott leidt zu den Eltern geboren worden, wo die keine Kinder haben, die können nicht Kinder haben. Und gerade vor Samson, dann ist ein anderer Mann, wo du ein Judge ist, Japheth an. Japheth, er wird
en Richter, en zij werden ook waren in de leeuw, wo ze geen ihre fien kampen deiden, en am sagt het schwierig. En dan zei hij tot God, als het steht, Gott, wenn du was looten, dat wie deze worden gewaan, dan wil ik die een ding verspreiden. Wanneer ik in een huis kom, dat eerste ding wat uit mijn huis wat uitkomt, uit mijn deur, dat wil ik opferen. Op een altaar opdoen, dat wil ik door handleiden, dat wil ik kunnen zijn, wil ik slachten, dat zal voor die een offer zijn. Wanneer mij was looten, dit valt je aan. Ik geloof, hij wat angst gehad, wanneer ik vast was, wanneer we verspelen, dan zijn ik vast en ik schaf als een skloef, vielleicht merken ze mij dood en dat wil hij niet. En God ja van de zich, hij gewend. Dat is Japheth. Dan wings hij een huiskamp. Vielleicht zijn die Geschichte bekend. Dat eerste ding wat de uitkamp uit zijn huis, uit de deur, dat wir zijn kind. Dat einzige kind wat ze hadden. Ik geloof dat wat zijn zinbeeldje was, hier kwam papa in huis, krak zo als onze kinderen ruitraan van papa in huis kwam. Zo wat het jukje was. Nu vragen ze zich, nu weer papa thuis. Die weer van Christus thuis, die is niet aangekomen, die leeft. En des man am vierde dag, wees hij weet wat hij God versproken heeft. But that's what happened there. Die mejal, die wordt geopferd. En de nächste Richter, wat er weer, de nächste Judge, dat Samson. Dat zegt, wens des man is vrij geworden met judging, dat weer 40 jaar, wo het volk Israël onder de Philister leven deiden en zij weer als skloven doen. Meestal skloven kunnen we zijn. En dan een dag, dat wo Samson zijn leven aanvangt, dat wo een engel een dag naar Samson zijn mama kwam. Dat naant er niet op in noem. Maar wanneer we kijken dan in kapitel 13, Richter 13, Judges 13, dan zegt het in vers 2, and there was a certain man of Zorah of the family of the Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren and bare not. So hij naalt het in man op, dan zegt het een dag, wens de vroeg du as, dan komt du een man naar zij erkannte niet dat een engel is, maar dat is een engel wat in haar kwam. En deze engel zegt haar dat du was een kind had, du was een babyboy had. En deze babyboy, dat wordt bijzonder jong zijn. En even nu, wanneer du was met het kind trouwen, while you're pregnant, zoals du de vow had of a Nazarite. So zij zal, en dat kind, waar daar ook gezegd, dat kind, dat zal een Nazarite zijn. Wat meint dat? Dat meint dit, 3 dingen. Wanneer du een Nazarite wees, één ding wat er niet zal passeren, den jong zal niemand zijn haar afgesneden. So dit wie van God bevolen. Samson zal niemand zijn haar afgesneden worden. Dat tweede ding, dat hij kan niet bij een dode karper zijn. Niemand zich een dode karper aanscheren. Niet moet dich bij zijn. So wanneer dan ergens een mens weer wat er starft in de familie, this Nazarite person, dat meint niet plus een Nazarite as a nation. Dat meint een Nazarite vow. So die kan niet dicht bij een dode karper zijn. En dat derde ding, deze persoon die kan niet, niemand niet daar zijn leven, kan die niet ergens wat eten zoals een wijndruif. Het is something that grew on a vine. Dan hebben we een wijndruif, at a raisin. So something dat zal hij niet eten. Dit zijn de dingen wat God bevoelt, dat wat Samson niet zal, als een kind zal die mama ervoor opkomen dat het niet wordt passeren. En de engel zegt ook te haar, die zegt, while you're pregnant, dan zult u ook een Nazarite vow aan die hand. Maar dient wat eeuwig zijn, wanneer het kind is geboren is. Maar Samson ziet dat zo van zijn levenstijd zijn. So dus engel die zegt haar dit hier, dan wenn de engel schweig is, dan vertelt ze een man dat, wenn ze de nu taub zijn, vertelt ze dat. En des man, krijgt ze weer dat ook wordt gaan, dan gaat het zo, ik wens ik weer ook je was. Maar hij weet niet. So hij gaat naar God hem gebeden en hij zegt, God, ik wil gleich, maar du ons nog eenmaal wirst zijn, maar du nog eenmaal wirst komen. Schick den man nog eenmaal. Zij wisten dat nog niet, dat een engel weer was, en God die hart naar dit gebed. En die kamp, en dezelfde engel, die kamp waren nu de vrouw. Interessant. Dus de man heeft gebed, hij wordt ook gleich te treffen. Maar dan kamp de engel ten tweede maal, dezelfde engel, kamp dan nu de vrouw,
Und dann sagt die Frau, wach im Bett, ja, kann ich mit dem Mond sein. Und sie rannt mit dem Stab, wo die Mond schaffen der und sagt, komm, die Mensch, es hier war, was hier lasst wir. Kommt der Manoah, kommt er mit seiner Frau taub. Und sie reden nur mit diesem Mond. Kann je lesen, Kapitel 13, Vers 12. Kommt er durch nur den Engel durch und verteilt ihm mit ihm und fragt ihm, wo soll es sein, was soll passieren, und statt wieder. Der Engel sagt hauptsächlich, was ich deine Früh laat sehen, das kriegst du, was es gemeint ist, das, was Gott will haben von dir, das, wer das Jung soll sein. Und Manoah, die wird dem neugierig, okay, so wenn Menschen uns wollen fragen, wenn das ist, was passiert sein. Was soll ich dir sagen? Like, was die nun, dass die kann sagen, diese, die haben uns besuchen, die sehen uns nicht. Und das ist interessant, du in Vers 17, Vers 18. So hat Jesus in den Namen gefragt, und dann sagt des Engels, es steht, sagt er, and the angel of the Lord said unto him, why askest thou thus after my name, seeing it is a secret? Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen, der doch wundersam ist? Und der Engel sagte, it is a secret. Und an meine Footnotes, du sagst, dass sie nun, was meint in der Engel, sie nun, das wird wonderful. Und so, nu sagt man noch, ich will noch ein Opfer tun. Ich will eine Kurs schlagen, und wir haben noch eine Multi tun, und ich bin bis dankbar. So, ich würde ein Kind haben, und so wieder. Und dann sagt der Engel zu ihm, sagt er, du kannst es tun, aber ich will nicht von dort eten. Man noch jetzt und schlacht dort, und bringt hier ein Opfer, und wenn sie die Kurs ableihen, und wenn man dort Opfer dann kriegt, was gewahr sind, du in dem Moment, dort vier brennt, dann das rührst du in den Hech, und jetzt holt sich der Engel, bis kriegst du in das Vier nähen, und man rührt und verschwindet. Und dann geht Manoah dort so, sagt er zu seinen Früh, sie fallen bei Hahn, aber er euch sagt, und sagt Manoah, wie wollen sterben wollen. Weißt, wie haben Gott gesagt. Das wie in er gesagt, wer Gott wird sein, der Menschen, wo man sterben. Dann sagt die Früh, das war ein schmackes Bild, sagt die Früh zu ihm, sie Gott sagt, dass die Früh ist, die Gehilfin. So she reminds him, sagt sie, ich glaube nicht. Ich habe uns gelesen in Kapitel 13, Vers 23, da sagt es, but his wife said unto him, if the Lord were pleased to kill us, he would not have received a burnt offering and a meat offering in our hands, neither would he have shewed us all these things, nor would at this time have told us such things as these. So sie sagt, ich glaube nicht, Gott würde das Opfer nicht angenommen, dass das so ferne Heichgrund, dass wir ein Teken von, dass Gott gefährlich wird. Und so das beleben des Mond in Früde Taub, und dann geht es wieder und sagt in Vers 24, dass diese Früde, sie hört über dem, das kennt. Dann sagt es Samson, von Samson sagt es, the child grew and the Lord blessed him. So, das was wir haben von Samson sein Leben, wenig von seinem Childhood. Aber er hat God-fearing parents, dass ich mir das vernehmen das. Und interessant, seine Eltern, sie beten nur Gott, und aber von Samson fing wir das wenig in sein Leben, dass er beten das. Wir waren zweimal fing, was er beten das. Und, aber nu Samson groot. Gott ist arm, sagt es. Und, das ist mir nicht alle ganz still. Ich würde schaffen, was hier alles passieren wird, aber ich würde es wieder vertalen, dass ich das verstehe. Kapitel 14. So Samson hat jetzt einen Tag wach, noch eine Stadt kann sein. Und das sagt nur Timnath. Und dann habe ich gesagt, du bei der Stadt, also du siehst eine Mial, was am Schmack luten wird. Heißt, wenn jemand groß und denkt, ich kann befrieren, dann sieht er diese Mial durch und dann kommt er drei und dann sagt er zu seinem Vater, dass ich eine Mial gesehen und die Mial will ich kann. Das soll meine Frau sein. Dann sagen die Eltern zu ihm, warum gehst du dort zu haben, nur die Philister? Sind unsere Menschen nicht gut? Wird besser sein, wenn du die Wischmank unsere Menschen befrieren, nicht nur die Philister. Warum nicht nur die Philister? Das war ein Bild, was uns was lernen will. Sie Gott hat all zu dem Volk Israel all gesagt, dass wenn je in Land Kanaan ankommt, je soll nicht von der Frühs nehmen. Nicht, wie es dort schlechte Menschen werden, aber wie es die nicht den lebenden Gott anbeten.
So sie sollen nicht von der Frühs nehmen. Und dat is wat Samson hier niet deed. Hij is toegegaan en wil zich van die nemen. Dat is een beeld van dat we zullen niet in de wereld onze partner zien. We zullen een christelijke partner kijken. A God-fearing person. Dat is van wat we zullen kijken. Eerste Korinther, der dan moeten spreken en dat. Maar dit is wat Samson hier deed. Hij zegt, ik ga je aan hem altijd zijn. En hij zegt, ik zie de ouderen nog met zijn, hij zal aber niet. Hij zegt, she pleases me and I want her. Okay, dan gaan ze de ouderen, zoals je Lothar, gaan zich taub. Die willen ze deze jaar en met deze familie zich moet beginnen. Dan wenn sie auf dem Weg sind, dazu ein Ding passieren wird, was wir von Samson kennen, dann heißt dann, bei Zest, wo sie seine Eltern, vielleicht sind sie abgegangen oder ein bisschen anderer Weg. Aber immer haben sie sich dann sie dich bei in Wien drüben geworden, und dann kommt du ein großer Leib und Pflicht an, und will am Anpacken, und das sagt, die Bibel sagt uns, dass Samson, er nimmt diesen Leib, und er ritt ihn so in zwei, und das mit denen, so dass er mit einer kleinen Kase wird umgegangen sein. So stark wird er. Ein großer Leib, der packt ihn das an und ritt ihn zwei. Und flammt ihn durch die Zielhahn, der Leib ist tot. Und er geht wieder. Und er vertelt seine Eltern endlich mal. Und dann, wenn sie trafen sie sich durch, und über dem gehen sie drei in das Haus. Und nun in gewisser Zeit, nu soll es Kass geben. Nu jetzt er mit seinen Eltern durch, nu soll es Kass geben. Und wenn sie am Weg ist, dann will er bloß vorbeigehen. So, ich habe uns festgestellt, das kann bijna een maand zijn geweest. Een korte tijd ernsten. En we gaan, jette waren, nu willen ze kaas gaan. Dan jette bij een lijf nog eenmaal checken. Waren jette een beetje in stich. En jette nu een lijf te checken. En de lijf die ligt er nog. En du zijn bij een raam. En die gaan zich door honnig bij je merk. Ik neem een beetje zo. Als flink zei, oh je neemt, somehow wat het met anders geweest zijn als een doodje tief van de krijg is. Ik deliver nu nog 4 handen wie een doodje wolf. Ik zag den door het meeste eerste deel van wat hij dood vier. En we waren vaak voorbij en van de eerste wolf door het meest voorkomen dat weer, maar dat zijn nergens zich bijen geweest. Maar dat is ons niet aangenehm. Maar something is hier passiert, wo die bijen zich door naast ben merken. En zo Samson voet in den doodje lijf nemen en neemt de honig uit. Schmaakt van dat. En brengt ook zijn ouderen. Dit hoort al niet zo doen. Hij zal niet dicht bij een doodje tier zijn en niet ernst een mens van de storm. Zo hij heeft al 2 dingen. Wat hij, hier is hij gelijk altijd met deze zaak. En hij heeft ook, nu kunnen we zeggen, nu een party. Ze willen een kaas hebben. Maar zoals de Philister dat hadden, dat we een 7 deel should vast. En de Philister weer niet gottesfürchtig. Zo hij heeft nu een party, wo er waren Dinge passieren, wat er nicht gottgefällig zijn. 2 dingen wat Samson hield deed, wat hij niet de Nazarite vow hield. Aber einmal han, sie gehen daheim. Ich dachte, die Geschichte nicht mit vertalen durchgehen, und dann wollen wir 3 gehen und mit Lessons nehmen von das. Gehen sie daheim, und dann, so ist die Philister dort haben, sie wären Menschen, die glauben, sie wären sehr klug, und sie haben Rutzels, was sie sich an sich Frauen deuten, und dann wird Samson so, ich war immer ein Rutzelfrau. En als het bekend was, hij entert vrouwen uit een roodsel. En hij zei, wanneer je het roden doen, dan moet ik kind dit en dit geven. Maar wanneer je het niet roden, dan moet ik kind het geven. Dat zegt de Bibel ons gekrijgt wat hij wil geven. En dan wil hij, en zo zijn ze er top op dat party. En nu in de 3e dag is de Philister, ik ga een beetje iets vinden. En dan, den 3e dag, dan gaan ze naar deze Mial. Den Namen ist hier nicht mal abgenannt, und mit dem, was Samson sich will befreien, dann sagen sie zu ihr, du dort rückkriegen von diesem Samson, was der Antwort ist zu der Drutzel. Und sie sagen, die Philister Männer sagen, man du dort nicht vorstellen, dann wollen wir die anbringen, die wollen wir verbrennen, und kein Haus mit den Papa tun. Und so diese Früh, sie fangen über dem Samson zu fragen, was ist die Antwort für das? Und Samson, er sagt dir das nicht. Und schließlich sage ich aber jetzt, ich kann meine Eltern noch einmal sagen. Bloß ich weiß es. Und den 7. Tag, den letzten Tag, der früh ist unholen und das wieder. Und na ja, er will sich mit der befreien, verständlich. Schließlich, er sagt er dort. Und vor der Sonne untergehen, der den Tag, sagt die Bibel uns, dann kommt dieser Mann nach 3 und sagen sie dort an. Und er weiß, das Fuß ist der, er sagt es der.
Hij sagt, if you had not plowed with my heifer, you would not know this. En andere wieder, wenn je nicht wat te doen, je had hadden met deze vrouw, met wem met mij bevrienden, maar die je dat niet gezegd had, je würden niet geroet haben. En am oort dit. Dat hebben we lezen in 14e kapitel. Am oort dit, wat hier passieren dat. En dan in vers, moet ik plus lezen, just to make sure, ik kan mijn geschichte hier uit, maar ik geloof hier al, dat hij, ja, dan jet je hij naar een andere stad, en hij dat de mannen doodsloen, en nam van die dingen, dit wat zij bereid hadden, wat hij dan nu moet moeten geven, neemt van die dingen en brengt in door deze Philister. Brengt hij door, heeft hij dat gebracht, den prijs getoeld voor wat ze bereid hadden. En dan nog weer dat Samson door, hij merkt de mannen dood, hij merkt van de Philister dood. En ik wil in vers je besgroot terugnemen, hoe ik gelijk zeggen dat. En maar han, wat ik dat point in vers niet gelijk lezen, maar hij merkt je nog meer mannen dood, en dan gaat hij trainen huis. Gaat dat trainen huis, hij is versteld over deze zaak, en dan wenkt hij echt thuis erst en stelt zich naar hem. Een dag dan gaat hem, dat was zo, man, Jan, erst mijn vrouw, so wo wie vorrichtig hasel wir, dat is mir noch nicht ganz verständlich. Aber hij merkt sich in was ab und hij sagt, ich will trägen, ich will meine Frau holen. Dann geht er drei, und wenn es der Drehkamp, da wird er an, dort die Mialkeit, mit wem er sich befrieren will, das ist nur unter 6 wem gegeben. Der Führer hat gedacht, Samson stahl über uns, der wollte ja nicht wählen, und er will Hans in der Dacht, er soll befreit werden, so er hat den seine Menschen gegeben. Vielleicht kriegst du von dem, was eerst dan zo met haar topje was en haar bereid, dat zij zullen aan het zijn. En met haar heeft het gegeven, en dan is Samson daal. Dus voordat zei ik nog, du kost aan zijn andere mial gaan. Ik bij die de tweede aan. No. Hij zei daal, hij jeet, als hij nu zijn wille foxes gewas, dat zijn bij andere tieren als foxes, maar hij jeet en wees, en gerip zich deze hoing, we hebben al den wij aan, foxes er hoing. Hij gerip zich 30 stek van die. En dat krijgt de tijd wo de kunnen zijn, wo de wet en wo de barley al ganz riep weer, de staten weer alle riep. Dan dat ze neemt 2 bij 2 en brengt dat bij een celtop. En du verstoegst du dat dan nog een stok aan, vielleicht met een kader, wat de oeiebong is, wat du something heeft wat een stuk wordt brand. Brengt dat deze foxes de top, stekt het aan en laat deze foxes los. Dus dat dat, ik zeg 30, 300 stek. En deze foxes gaan ons verstellen dat brandt, en die vangen aan te branden, en die ran, en dus in de vlekken aan, willen zich versterken, willen het vier gaan, en dan stecken al deze stappen om. Nu zijn de Philister versteld. Vragen ze, wer heeft dit gedaan? En dan waren, wat je zegt, Samson heeft dit gedaan, hij wil met deze vrouw zich wil bevrijen. En dan gaan de Philister naar dat huis, en die verbranden dat huis, met de papa en deze dochter. Wat ze eerst threatening deden, wat ze woorden waren, zijn niet woorden de rood zurückkriegen uit Samson, nu krijgt passiert. Wenn dit is passiert weer, en deze foxes dit alle gedaan hadden, staat weer Samson klef uit, hij is nu met angst van de Philister. Hij rant en hij gaat niet meer naar huis, hij gaat nog weer, ik verneem ze op een borg, wo hij hoger am borg weer en versterkt. En deze Philister denken zo, ze worden nog revenge kriegen, nicht lang nur dem, dann ein Tag, dann sind sie am Bach, die wollen sich Samson gerieten. Und so, die kommen sie in ein Land nehmen, und die Menschen, die in das Land wohnen, und sie sind Angst, was will die von uns? All diese Philister kommen dort gehen, was will die von uns? Was haben wir getan? Dann sagen sie, wir segnen Samson. Und der ist auf dem Bergboden. Und aber der wird sich nicht luten, dich bekommen von uns, der die den Fuß von uns. Sure, sagen sie, sie wollen. Lot die uns bis Tag. So sie auf den Bäumen ab, aus 3000 Mann gehen sie dann ab und fängt Samson durch. Und dann waren sie am Gerieten. Sagt Samson, das sag ich ja, versprecht mir bloß, dass die wollen mir nicht tot mehr. Da wollt mir einen Fuß nehmen. Ja, no, wir wollen die nicht tot mehr. Er lässt sich bereden. Sie bringen an mit 7 Strängen, sagt es, mit 7, some kind of a plant, was wir, 7 Stück von da, bringen sie an, glaube ich, hier ist der hängt auf. Und dann bringen sie dann von der Bäuer auf.
En dan stel ik me met z'n verder op wat je was en ernst, waarom aan de aak en ernst tijd. En zo zich dan deze Philister, die leren op wat deze mensen worden komen met Samson. En ik zei dat is zijn, ja, hier komt de Samson, ons enemy. Wat al veel van ons Philister heeft doodgemerkt en wat onze staten verbrand hebben en dat dingen gedaan wordt, hier komt dat. Zij vangen aan te juichen en te celebrating. Nu is this enemy force. En wenn Samson dort hielt, wo die juichen dann sagt het waar, sagt, the Spirit of the Lord came upon him, en deze streng, dat hij was eenmaal zo stit, en die weer los, en nu werd Samson vrij. Dan sagt het, neem een knechten, jawbone of a donkey, en dan merkt hij de 1000 mannen dood met den knechten. Uitgeholt han en sagt, hij merkt hij dood. Niet meer bloos dat hij de weg gruwelt. He kills him. En dit nächste ding wat du passieren, dat wie mir noch abfällt, habe ich bis nicht gerade gemerkt. Wenn sie dort verrecht hat, das kann ich lesen in Chapter 15, Verse 19, sagt, wenn sie dort verrecht wird, and Verse 18 sagt, er wird so durstig, sagt it, and he was so athirst, and called on the Lord and said, Thou hast given this great deliverance into the hand of thy servant, and now shall I die for thirst, and fall into the hands of the uncircumcised, we could say uncircumcised Philistines. So hij weer een zo durstig. Dat het zich zo dat zijn leven weer onmestelijk moeilijk aan baan. Hij weer niet bloos om te doen, je was om deze Philister dood maken. En hier als eine steht, wo Samson nog Gott roepen deed. Ik zeg je, hij had schwerwendig in zijn leven nog Gott geroepen. Maar hier deed hij. En God, die beantwoordt hem door. Dat zeg, du van de eer, du vielleicht stein was, die ging op, en du kwam Wuter uit, en Samson kon van drinken. Hij dronk water, dan sagt het, and his spirit came to him again. He revived. En dan, so nu heeft deze Philister doodgemerkt, 1000 stek. Dan sagt het, in de laatste verse in dat kapitel sagt het, en Samson, hij werd een judge. Te wat hij geboren werd, hij heeft 20 jaar regiert. Bloos bij een stee door, en hij deed regieren, en de vrienden kwamen niet dichtbij. Die gruelten sich für diesen starken Mann, für diesen Samson. Und er regiert durch. Aber wie sein, was Samson sein Leben bloß wieder aufgehoben hat? Er fragt nicht nur Gott, er betet nicht. Und dann in Kapitel 16, hier sind dann noch die 20 Jahre vergangen. Und dann sagt es, vielleicht sind es noch nicht ganz 20, aber mehr ist immer haben. Und dann sagt es, ein Tag ging Samson in eine andere Stadt, der heißt Gaza. Jetzt hat er in der Stadt, was er gewollt hat, sagt er uns nicht. Bloß dort sagt, du sagst, er ein Harlot. He saw a prostitute. Und er sagt, er ging in der Hüste. Ich stamme so verhaftet bekauft. Er ging dann an, hat sein Wandel, was hat er wohl mit dir tun. Und diese Menschen, die waren nicht an, hier ist Samson, hier ist er in uns Territory. Dachten sie, nu wollen wir den Faust, nu wollen wir den Tod merken. Aber wir wollen lernen, was smart. So sie merken die City Gates zu. Sie hatten die wird in der Stadt, die würden nicht rücken. Und Samson sagt, in the middle of the night steht er ab. Und er will rücken. Und die Puten werden zu. Wenn sie durch bei den Puten ist, er nimmt die bloß und heft er rüt. Just terrible strength. Aber dat wie Gott sehen, yes, whatever am Time, er nimmt die Big Gates und er dreht ihn ab in Hillen ab, schmiert die da an und jetzt wieder. Als er los von diesen Menschen, die er wohl dood mehr. Aber he had went into a harlot door. Dann Kapitel 16 lesen wir von seinem Leben, was dann so bekannt ist, von wo er mit einer anderen Frau nicht top ist. War er ein Philistien? Warum checkt Samson immer nur eine gottlose Person? We see that through his life. War er nur eine Philistine Girl? Diese Mial, die heißt Delilah. Und die Geschichte ist uns bekannt, wo er sich mit der will befreien und wo er versucht, auch uit te vangen, woest in de Kraft. En de Philister, die Männer, die wären und die bereden, diese Delilah und das so, sie wollen mal uitvangen, sie wollen diesen Menschen mal vorstehen. Und das, wo uns das bekannt ist, wo das Feiermal wird am hier versucht. Die Delilah, die hat am immer war bei sich, schleibt auf seine Schautjaffe so, und er hat gesagt, den ersten Mal sehr, dass wenn je mehr waren mit so einer Plant, als er mit einer Plant,
Hij met vergeten waar ik krijg in orde gaan. Maar wanneer je weer met zo'n top bent, daar wil ik niet losgaan. Verzachten ze dat en hij rijdt het waren 2. Nächstes Mal sagt wanneer je me worden met niet strang, mijn hang top bent, strang wat dan naar je broek is, daar wordt het geschoven. Wings, dat is wat du weer, rijdt waren 2. Nu ten derde Mal, nu kent het al dichtbij. Nu zeg je nog niet ganz zeker over mes. Zeg dat wanneer je me nog worden flachen, zo en zo flachen, dan wordt je geen krof aan. Dan ze dood. En wie wat wordt gezegd, de Philistines are upon you, 1, 2, 3, dan wird het zo en de Philistines rannen weg. Dan zegt Delilah nog waar een mens die gleich mir los nicht du. Wat immer ze alle op zegt aan doen. Dan zegt Samson, oké, ik wil dir dat zeggen. Mis nog niemals die hoofd afsnijden. Wanneer je mijn hoofd worden afsnijden, dan word ik geen krof aan. And that's a sad story here. Wenn es dort passiert, dass Samson schlaft und abends die Haare werden aufgeschnitten, und so sich dann ruft es der Delilah, weil rüht und sagt zu Samson, the Philistines are upon you. Und so macht er ab, und er denkt so, und was das gewöhnlichste, sagt, na, aha, ich war diese Fiende Zeit schaffen, die waren mal dran, aber eins so sich hat das Samson keine Kraft. Und dort sagt er, wird nicht wohl geworden, wenn es der Yes Gottes von am Wahrheit. Wird nicht geworden. Gleichältig was. Dat bij mij door een vrouw wordt aangeduid aan wanneer Gottes Geest van ons wacht. Wanneer God zijn presence en zijn power niet meer aan ons leven bijna is. Wanneer we niet meer naar heilig streven en we niet meer aan zijn leven vielleicht zo ernst nemen. Wat we dat aan when God's power leaves us? When His presence leaves us? Samson wird nicht geworden. But dann haben wir die Geschichte, wo er festgenommen and terrible thing what happened to him. They met heute Stang, dann haben sie die Augen uitspatten. Und dann ist the strong man, das kleine Kind, was geboren wird in Nazareth, to godly parents kann sein. Nun soll sich wieder in Gefängnis sperren, und er schafft durch, so aus ein Tier, sagt er, so aus ein Oss. Er muss durch, bei einer Stadt, wo du musst gedreht, to grind things, du musst drehen. Das ist seine Arbeit. And so a very sad ending to his life there. Wir wollten Lothar, wo er nach ein Tag, wenn die Philister eine große Party hatten, und sie do nach Mawara wollen celebrating, dass sie diesen Gott eindeuten, the God of Dagon, nannt sich der. Sie deuten den ein, und sie celebrating dort, und dann muss Samson da kommen und dort verschiedene Dinge tun, können sein, tanzen oder performing. Aber du raubt noch einmal rüt nach Gott. Das ist das zweite Mal im Leben, wo wir finden, wo Samson nach Gott rüt raubt. In chapter 16, chapter 16, verse 22, als het interessant, wenn hij in jail wie sagt, in 22. Vers sagt, howbeit the hair of his head began to grow again after he was shaven. So wenn hij in Gefängnis wird, zijn Hoffnung war unterwassen, und durch sie ask je hij dan in dat grote gebied, en dan zeg je heute diesen Jungen, wat er passiert am staat, dan moet hij hängen, moet krijg bij de pillars te known, wat het gebied houden ein. En dat is wo hij nog eenmaal de kracht had, en dat ten de pillars wegrieten, en het ganze gebied valt rauf, en dat zegt dat Samson, du kwam door den dag, meer mannen, meer mensen om, als Samson eier had, in zijn ganze leven doodgemerkt. Met een jawbone en je schleeuwen en dat wieder. Aber zoals ik eerst zei, the children of Israel, they zullen their enemies conquering. When they came into the land of Canaan, they zullen their enemies conquering. Dat is een lesson wat we wel nemen. So wie is voeders? Wie zullen de enemies wat er im leven zijn, wie zullen de conquering? Nu wil ik 5 dingen hier nog zum Schluss opnemen. Wat we kunnen leren van Samson zijn leven, wat van man hij weer. En wat er verschodenheid in zijn leven. Dat eerste ding, wat we zijn van Samson zijn leven, in Engels naam ik dat woord, he is impulsive. Impulsive meine ik met, hij deed dingen aan mijn voets. Hij dacht niet over die dingen. Hij werd leicht suicidal.
Hij weer leeg, hij wil zien waar gaan. Hij weer gedreven bij last, kunnen we zeggen. Sieving zei ten eerste Mal doen hij no Timna jenk en hij hoorde deze smak in mij je zijn, hij kwam naar huis en hij zei te zijn Eltern, ik wil die. De Eltern zeiden nach, waarom wist niet lieber een van onze Menschen? Hij zei, get her for me. Kapitel 13 van, du lezen we dort, van dort. Kapitel 14 meine ik, van 1 tot 3. So he was a man driven by lust. Driven by anger. En de Bibel die leert ons in Galater 4 vers 16. We can nicht controlled worden. You can't be controlled by the desires of the flesh and be led by the Spirit. Wir den Vers noch lesen, was wir fingen in Galater 4 vers 16. Aber hier sage ich uns das ganz klar, dass wenn wir wollen in Gottesfurcht leben, diese zwei Dinge, die gehen nicht taub. He said, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. So Samson, he was impulsive. Hij werd hastig rijdt. Hij kon niet nee zijn. En die vrouw als van jou te ons, als mannen, kan wie nee zijn te dingen. Er wordt van jou veel aangeboden in de wereld. Especially in this area of lust, where we as men have to fight against. Dat is een van de dingen waar we allemaal met kampen en kan wie nee zijn. Ravi Zacharias zegt zo steeds, hij werd 260 deel van zijn jaar weer hier on the road. So meeste tijd spent hij zijn tijd in preaching en weer in motel overnight, wie niet thuis. Hij zegt, dat leer ik al very early in my life. That when you go to a motel and you are there alone, you have to be able to say no. Dat komt van de ook erbaan. Komt bij jongens erbaan, bij onze mannen. But can we say no? Men, can we say no to the flesh? Can we say no to anger? Dat is het eerste ding. He was impulsive. Voets. Ik wil dit. En hij vroeg niet naar God. De tweede ding wat we van zijn leven willen leren. He was compromising. Wat meint compromising? Hij heeft bij. Hij heeft aan. Samson, hij wist dat. Wat God gezegd had. Dat hij een Nazarite vow on hem had. Dat wat hem zijn mama hem geleerd had. Dat wat hem dat verteld had. Maar hij fang aan en downtig te worden. Hij ging en schiert door je tier aan. Hij ging naar de Philister party kunnen zijn. Hij ging naar een vrouw wat er niet God-fearing weer. Hij dacht, so I can handle it. Ten derde maal wings aan wordt gevraagd, wings hij met de Lala daar, ten derde maal, zij zei, you don't love me, dus hij speelt ook wat de waarheid is voor die in de krof is, ten derde maal, dan kan je al dichterbij dan zeggen, wanneer je me niet hoort vlagen. See, he was compromising. Hij heeft bij. Hij heeft aan. En dat komt van jou ook erop aan. So when ik van jou reden door onze fathers, en ik would zeggen, you mothers that are sitting beside, or your wives that are sitting beside your husband, you are the helpmeet. En je wil veel ons dat krijgt de stad wat je willen zeggen, hey, waar we hier niet bijgeven, waar we hier niet schlaf worden met deze zaak. Dat heeft niks te zijn met te doen met bloß bijgeven, maar we hebben niet nu loten met klarheden wat we hebben gehad in ons leven, met onze kinderen opdragen. Vielleicht geven nu met, dus du wordt van veel entertainment geboden. Wat voor entertainment loten we alle aan? Was den Handel so klar sind, steht over nicht. Vielleicht haben wir das so klar gehört, wenn es an die Kinder anfangen, wenn sie klein werden, und sie erst die Kinder hatten, wir hatten Klarheiten, wir dachten aber, wo wir unsere Familie abtragen. Und sure, wir lernen Dinge, was die Dinge lernen wir über dem, hey, das ist vielleicht nicht so ein großes Ding, als ich mir erst festgestellt habe, wir lernen, ich glaube, wir wissen Dinge, dass wir flexibel sind. Aber ich will uns von der bloß challenging, weil wir nicht compromising, weil wir nicht beigeben, met zo'n dingen wat de Bijbel ganz klar leren deed. Maar we hebben van je veel in de wereld. En je moet vragen ons vielleicht, okay, wat zegt Gottes woord hier? Waar we ons bevragen, doe ik compromise? Vielleicht doe ik nu geven of bijgeven met wat ik oftellen doe. Vielleicht denk ik zo,
das ist vielleicht nicht so wichtig, als ich vielleicht lange einmal gedacht habe. Ja, das nicht. Und wir haben uns einen Mut stark besetzt wem, nicht bei Gottes Wort. So ich glaube, in this area of compromising, Samson, hij gef bij. Hij gef aan. Hij ging wieder. And when Gott sein presence uns ist verloren dat, his power uns ist verloren dat, that's a sad state. Das dritte Ding, was wir von Samson lernen können, and that wir, he was not teachable. He was not moldable. Samson leut nicht andere Menschen an sein Leben anreden. Seine Eltern wollen dann noch sagen, hey, mit diesem Jahr, Gott, die Leute Dinge in Samson sein Leben passieren, wo du gerot werden, wo du jetzt ab am Nachtscheim. Aber Samson, du, ja nicht morgen, dass er sich viel über abreden da. So he was unteachable. And when we on fathers denken, dann wir denken on leaders, but we need to be teachable leaders, moldable leaders. Ich will hier 2 Quotes lesen, was mich stemmen dann. Dat sagt, nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power. So adversity ist, wenn wir Dinge gehen uns haben, wenn wir irgendwas nicht uitfiguren können, bei uns ist man erst bloß so das Ding, was wir uitfingen. Im natürlichen Schaffen ist es dort. Wenn irgendwas 2 Gebrauchen ist, wie als Männer, wir sind bald also das, was wir fixen können. Und wir können mäßig mal schlucken, wie das gefixt haben, wie, that's our nature. Wenn ein Kind ein Problem hat, dann fällt sich uns der Film auch so, das muss wir fixen. Und jemand muss wir abholen, okay? Wo schafft das? Aber es sagt, nearly all men can stand adversity. Die gleichen den Challenge von adversity. But if you want to test a man's character, give him power. Solomon got a lot of power in his life. And what did he do? He got a lot of wealth. That's why he went after strange women. Now I'm saying that's like courage is what it takes to stand up and speak. Sometimes braucht it courage. Wenn wir Bruderschaft haben, und jemand braucht it jemand, der was sagen, hey, mit dit wollte ich nicht nehmen. Ist das wirklich reich? Wenn wir uns so fallen, dass ich der Einzige, was hier reden, der braucht courage. Wenn ich nicht Frieden über die Sache habe, dort mal rüberzubringen, hey, über das habe ich nicht Frieden, braucht courage. But courage is also what it takes to sit down and listen. That hits us a little bit harder. We as men want to be this, okay, nu we hebben het solving. But sometimes it takes courage. De stoel zaten, nu we hebben hartje. Ik wil hartje wat mijn kent me te zijn heeft. Wat does ik vallen dat? Bloß mal hartje. En niet door het fashion aandacht reden en verzekeren dat u te bidden. No, bloß mal hartje. En dan loopt het zijn. It takes courage to do that. Samson didn't have that in his life. Viertens, Samson wie een persoon, he was a loner. Hij had het maar gemaakt van zijn leven. Hij deed alles alleen. Hij vet alleen. Hij gewann ook. Maar wie zijn hij aan weg, op een boy, weer alleen. He was a loner. Kennen we part van Samson zijn leven. He was a one-man show. En in Sprüche, kapitel 18, vers 1, een interessante vers wat dat hier zijn dat, wat passiert dat een mens eenmaal. Hier zegt het zo steht, im Hochdeutschen. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet. So wer sich absondert, wer sich tretraten dat. Dit wat eenmaal passieren dat, te ons mannen. Wir fangen uns an trei te traten. Besonders wenn wir schon mit alle worden, und wir denken so, okay, unsere Kinder sind, wir handeln nicht mal Kinder tüß, und whatever the situation ist, und so fangen wir uns an zu tragen von Dingen sein, für reich anders tun, and we isolate. Wir tragen uns Support, und wir fangen an, mit still zu sein. Und das wird viel mehr passieren, das, aber das Einschreiben, das sagt, es steht, as most men get older, they tend to draw inward and isolate because it's so much easier. But this is deadly. En ik geloof, du als een waarheid wat we er wel van nemen,
Sure, dus kommen die verschiedene Tiden in ons Leben. Einmal habe ich Dinge zu sein, nächstes Mal habe ich vielleicht nicht durch an so viel zu sein. Aber ich glaube, immer war uns fehlt es an Mana, was zu reden von, was ist Reality? Was schafft das? Und einmal viel waren es so, na ja, wir kommen nicht mit was von der Aspekt New Technology und was von der alles, was ich sagen, was alles cool ist in den Weise, so wir fangen an zu tragen. Aber dasselbe, ich denke, erst einmal mal bloß mal reden, na, was schafft das wirklich? What is reality? Na, wem kicken wir da an? Dann kicken wir da, was von erfahren reden kann. Und so, ich glaube, wir sollen uns nicht zu so einer Trade tragen, weil wir die Weisheit mitteilen, was wir haben, und weil wir taub schaffen, nicht anfangen, uns zu isolating, einsam zu sein, und das uns selbst destroyen. So ein paar Fragen. Wer kann in mein Leben reden? Kijk nu. Laat ik andere Menschen in mein Leben reden? Was würden die Menschen sagen, was de dichte Beste bei mir zijn? Würden die sagen, dass ich ein teachable? Oder wenn irgendwer mich mit uitbeteren deed, was deed dat an mich? Das sind bloß Fragen, die uns ein Betestung tun, von was von Vorsicht, was von Mann. Und letzte, was wir noch bekicken wollen von Samson sein Leben, wir sehen, that he was a proud man. He assumed, he dacht, he would never lose the strength of God. He assumed that. Dat was alle schaffen. Ich hatte diese Verliste, angebracht, da wird nicht noch was schaffen. Er nahm das nicht ernst genug, dass Gott gesagt hat, you're a Nazarite. Du sollst nicht in dein Ding anscheren. Du sollst nicht deine Haare aufschneiden. Wir können sein, wo wenig Samson sich und Gott lehnt. Wir haben die Vers in Sprüche 3, dass wir sollen uns nicht ans einen Verstand lehnen. Samson deut. Er lehnt sich auf seinen einen Verstand, auf seine eine Kraft. Und die Bibel sagt, wir sollen aber nicht. Sein letzter Part von seinem Leben, du raubt hin nach Rüten nach Gott, Kapitel 16, Vers 28, er raubt noch einmal Rüten nach Gott, aber so dass ich erst sehe, wenig mal, was Gott, oder was Samson nach Gott rauben darf. Wir als Männer, wir denken, uns fällt sich da vielleicht einmal so, und wir denken so, das werden alle schaffen. We assume we have what it takes for the future. En ik wil ons vanavond als motor spreken, waar we naar Gottes woord checken. Onze geldtas worden ons geen laatst niet halten. En ik zei dat. Ik ben nog niet zo oud, maar ik kan al van some dingen checken, van farmers hierom, van businesses hierom, waar ik zijn bandje was en ik zei dat de voerder die aan het business is. Er de daar die had dus een farm, maar nu aan de jongens dat meeste. De daar is vielleicht nog raam, maar meeste dan de jongens nu. En ik kijk naar de jongens. En ik kijk wat zich aangetrokken hebben en wat die aan de charpen aangedaan hebben, is dat wieder. En mij laat het dus dit. Dit zei ik hier, en ik zei ook sommige dingen in Mexico. In Mexico kan ik niet ganz zoveel, maar hier kan ik dat locally. Van eenmaal een, en ik zei de dingen wo er veel geld geweest is, en vielleicht nog veel geld nu is. En de jongens draaien dat wieder. Maar ik zei, du is something wat mij zo laat, dus niet een grondje je vergessen. Dat wichtigste. De jongens kan dat business wieder nemen. De jongens kan kopen wat ze willen. Geld is du. De vorm draait dat. Dat geschaf heeft het. Maar wo zijn de jeslich? Where are the men? And so Samson was a proud person. Hij beet nicht nur Gott, hij frucht nicht nur Gott. Durch diese Kapitel, wo wir von ihm sein Leben lesen, wir sollen das nicht, dass er nur Gott freuen hat. Zweimal raubt er ut, wenn sie darstrig wir, und das letzte Mal, wenn sie dit noch war, wohl, dass die Verlässt wurden, das Gebiet durchbrechen wurde. So weil wir viel Zeit nehmen zum Beten. Die Bibel spricht ans Motto, in 1. Thessalonicher 4, Vers 17, das sagt, du beten unabhören. Kolosser 4, Vers 2 hat die ähnliche Gedanken, dass wir sollen beten. So wie als Männer, weil wir beten, so ich schon sehe, weil wir Gottes Wort nehmen. I'm not discouraging CDs or Christian messages, aber ich glaube, wir sind von der auch in der Gefahr, wo wir wenig von der Bibel selbst lesen. We have an app on our phone,
But brothers, it's something else if we take the Bible and we read it. And we don't nicht bloß on Tiet, I'll do it on my way. I'll pray on my way. I'll listen to this message on my way. We crucify the flesh. Dat vlees krietskjen. As het dat ik stoot hier op. En ik zei te mijn vlees dat zo makkelijk om je te denken, maar nou ik wil in relationship gaan met God, ik wil een voeder zijn voor mijn familie. Vielleicht is het zo over, maar ergens wo dat die wordt of zijn, wees die dit wichtig is. Vielleicht weil wir so, ich habe gefehlt in meinem Job. Vielleicht hast du ergens wat beleefd in den Job, wo die Vernährung nicht mehr möglich wird. Vielleicht ist ergens wat passiert in den Marriage. Und je dacht, dass du ein Husband bist und dass du ein Vater bist, vielleicht fällst du so, man, das ist bloß nicht, was ich will haben, das ist nicht, was wir beide wollen haben. Vielleicht fällst du so mit Finger abtragen, das schafft bloß nicht. Du fällst dir bloß nicht aus dem Vater durch. Ich will uns von der Mutter sprechen, weil wir beten, weil wir unsere Knien fallen. And for us to realize how urgent, how dependent, and how desperate prayer should be in our life. So ons de lof is te ons charpa, dat we het oedmen zullen en dat we het zullen, we broken dat. Ik moet mijn charpa gaan zeggen, nu hoe we de lof aan, dat zo. En schreef hij van, zo zal het ook zijn met ons gebed. Dat zal niet zijn dat nu wil ik gewoon een gebed, dat zeg 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. So dan dat we veel meer daar vandaag beten. Aber Mana, ich wünsche, wir können das Wort hier hören von dieser Botschaft, das nicht, dass ich erst sehe, dass ich irgendwem kann sagen, dass ich sein irgendwem überlag oder den Weg. Aber das habe ich gleich zu tun. Diese Botschaft hat zu tun mit, wer wir als Mana du sein. Weil wir leben in einer Welt, wo es neuer fehlt, zu sein, was ist ein Mann Gottes. Und wir haben die Fien, wir sind in dort, Krijgs Israel in het land Kanaan aanjenken, ze zullen er vrienden aannemen. Krijgs zo, hebben we van die dingen te kampen. En dat hield niet op, want onze kinderen ook al groot zijn, wie niet maar een papa krijgt zijn van onze kinderen. Nou, er is zoveel in deze wereld, waar we moeten tegen kampen, waar we moeten voor het rechte aanstaan. So, ik wil nog eenmaal deze 5 punten even gaan, wat we van Samson zijn leven kunnen leren. Eerstens, hij was impulsief, dat hij dingen voert. Hij dacht niet, hij beet niet over deze zaak. Zweitens, he was compromising. HFB. Drittens, hij lijkt het niet leren. He was unteachable. En viertens, hij werd einer, wat een loner werd. Hij werd zeer zelfs, dat hij bezeld schaffen deed. En vijftens, he was a proud person. Hij vroeg niet naar God. Hij dacht zo, mijn kracht wat het al doen. Ik word het kan doen. En hij beet niet. He was a proud person. So mag God het zegenen en gedacht aan onze verantwoording als mannen. En zoals ik zei, dit heeft niet bloos te doen met die wat bevrijd zijn. Jullie en jongens, je komen dat allen aan. En ik wil hier nog een woord zijn wat ik al lang gezien heb. Ik zie het eerst in de boodschap daar in de gym ben. Maar ik wil het hier ook zijn. En dat is dit, ik had het om mij te zijn. En ik zei het hier in Grassy Lake Kwijkjok. En dat is dit. En my heart hurts. Hier doe ik niet vingers wijzen naar ergens wat, plus wij ons bekijken. Wie zijn dat in de kwijting? Du zijn wenje en wenje jonge bruiden.